Hi guys, it's me Andrea. I'm showing you today two cards and I will make both with the art stems from Imagination Crafts, and I love them so much, and that's what I said in videos I made recently with them, that I will show you different types what you can make with them, because a lot of people think they haven't got a clue what to do with them because they are not this easy peasy stems, but they are very versatile and I really, really love them. So this one, the first one I make, I'm working on black cardstock and use black embossing powder. So doesn't make sense at the moment, but you will see when I get my bleach out that it will make 100% sense. So ich habe jetzt heute wieder zwei Stempel von Imagination Crafts hier. Das sind diese Art Stamps. Und ich habe schon einige Videos gemacht, was man damit machen kann, weil einige Leute sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Das ist, sie sehen sehr schwierig aus, und sind sie nicht. Sie sind sehr, sehr vielseitig und ich liebe sie einfach. Gerade weil sie anders sind und vom Konzept her ganz anders. Und ich habe jetzt bei der ersten angefangen, auf schwarzem Cardstock mit schwarzem Embossing-Pulver zu arbeiten. Macht wenig Sinn, aber ihr werdet sehen später, wenn ich meine Bleiche raushole, dass es sehr viel Sinn macht. So, und jetzt hier bei dem zweiten, da mische ich zwei Embossing-Pulver in verschiedenen Farben. Das versaut mir natürlich dann meine Überreste, die kann ich dann wegschmeißen oder, nee, ich schmeiße es nicht weg, ich benutze es dann für andere Projekte mit dem, ja, zwei Farben, aber du kannst das natürlich nicht wieder zurückschütten in die Originalfarben. Aber so Verluste hat man immer mal. I made the second one in two colors with the powder, and the problem, of course, is when you later want to keep it, you won't be able to separate it again. Of course not. But I keep it and work on other projects with it in two colors. So what I do now, I get my bleach out, and that is fresh from the bottle. That's always important, that when you use it before you start, take it out of the bottle. Don't let it stand around. It will evaporate quickly. The bleach won't bleach anymore, or not that good anymore. So don't leave it stand around open. And I always use this click and click container, and that works pretty well. And you don't need a lot, only a tiny bit, so don't waste it, just get a tiny bit out. I put it in this container because when I get my bleach out, I work on different projects, not only on one, so that makes it worth getting it out. So, ich habe jetzt hier die Bleiche rausgeholt, und was wichtig ist, eben von kurz bevor du anfängst, die Bleiche umzuschütten. Du brauchst wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Und wenn man die Bleiche offen stehen lässt für eine Zeit, dann verliert sich dieser Bleicheffekt, der vaporisiert und funktioniert dann nicht mehr so gut. Also immer dran denken, frisch von der Flasche. Und ich fülle mir das immer ab in so einen Click-and-Click-Container und arbeite an mehreren Projekten, dann lohnt es sich erst, die Bleiche rauszuholen. Hier bei dem zweiten arbeite ich mit meinen Aquarellstiften, mit den Aquablends, und benutze ein leichtes Grau und gehe immer ein bisschen dunkler oder mache es halt immer ein bisschen dunkler. Aber hier wollte ich, wie gesagt, mit Grau arbeiten, weil ich ja schon die zwei Farben habe und wollte das Ganze ein bisschen, ja, grafischer lassen. I work here on the second card just with grays. These are the aqua blends, and I start with a lighter one and then I go in darker. I didn't want to use another color because I wanted to leave it in this very, yeah, more stylish way and more arty way, let's call it like that. So, and always think about when you're using watercolor media, as long as they're not dry, they are looking much darker. When they're drying, they lighten up. So, wenn du Aquarellmedien benutzt, denk immer dran, solange sie nass sind, sehen die Farben viel dunkler aus. Die hellen auf, wenn sie trocknen. Also das als kleiner Tipp. Und wie gesagt, hier im inneren Bereich arbeite ich ein bisschen dunkler und blende das dann leichter aus. Und
hin und wieder ein bisschen abtupfen mit einem Tuch, wenn es mir dann ein bisschen zu dunkel wird, aber wie gesagt. So, und jetzt mache ich meine Karten. Und ich packe die hier, weil ich diese gebleichten, die gebleichten Stellen, die finde ich, die sehen immer aus wie ein bisschen wie Kraftkarte. Und deswegen habe ich die hier auf eine Kraftkarte gemattet, um dann diesen kleinen Rand zu erhalten. Und gehe jetzt weiter mit der Karte auf einen kleinen weißen Rand und nehme dann eine schwarze Kartbasis. Das finde ich, eine schwarze Kartbasis. Ja, Kartenbasis. Das finde ich, sieht sehr elegant aus und benutze dann in Kraftcard noch das Wort und schon sind wir fertig. Und dann geht's ab zur nächsten. I finished my cards off now and I thought this bleached card or the bleached areas that looks really like craft card. That's why I made it on craft card and on this white to get a little white edge because of the contrast with my base card or bar card base, and I think that looks very elegant, very different, and it's not the typical card, but I think there are a lot of people out there you would make happy with cards like that. And I use a word in with the craft card again to pick that color up, and that's simple danke, and that means thank you in German, or thanks. Yeah. So for the next one, I wanted to enhance this, or I wanted to stress this shapes of the petals out more. So that's why I use here an ink pen in black to go around the edges. Ich habe dann hier jetzt für die Blüten, bin ich jetzt noch ein bisschen mit dem Stift um die Ecken gegangen, am Rand, einfach nur noch, um das so ein bisschen hervorzuheben. So, und das wird jetzt auch noch zu einer Karte verarbeitet. Da benutze ich dann ein Wort, so eine Randstanze, die ich benutze, aber dann so schneide, dass es dann eine Wortstanze oder ein ausgestanztes Wort ist. Und zwar Grüße. Und das ist alles. Ich mache jetzt nicht noch mehr zu der Karte, weil ich die so, wie sie ist, eigentlich sehr schön finde. Matte hier auf Grau und das war es dann schon. You know, I will, for this one, I use an edge die and I cut it off that it's only a word afterwards. And this time I thought about using my stick-it things here, just that I don't have to hassle around with these words to glue it down. I always forget, I have this stuff and I always forget to do that. This time I thought about it, yeah. So that's what I do. I first put my cardstock down I want to cut out. And then I use this edge die and put it on top. So that's the right way. The glued part should be on the reverse. Always think about that at the beginning. You really have to think around that a bit. So and now I will cut that word out. That's easy. You can use it as an edge die or as the word, and that's a good thing with it. So a bit of nice cutting around the letters, but that's it. Ihr habt ja hier gesehen, ich habe jetzt endlich mal daran gedacht, meine Stick-it zu benutzen, dass ich dann nicht mehr mit dem Kleber hinterher rummachen muss. Ich vergesse das immer. Und habt ja gesehen, wie ich das hinlege. Wichtig ist halt nur, dass du dann wirklich von der anderen Seite die Stanze aufbringst und den Kleber immer auf der Rückseite hast. Habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer mitgetan, aber so funktioniert es. Und wie ihr gesehen habt, das ist ja eigentlich eine Karte, eine Randstanze, und hier du siehst, man kann die ausschneiden, dann sieht es aus wie ein gestanztes Wort. So, und das war es dann schon. So this is a close-up already. I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Bye-bye. So, ihr habt das Close-Up gesehen. Jetzt bekommt ihr die Fotos zu sehen. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da.
Kommentar würde ich mich extrem darüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Video. Aber bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, ciao!